Stell dir vor, du sitzt beim Zahnarzt auf dem Stuhl und wirst behandelt und plötzlich wirkt die lokale Betäubung nicht. Du hast Schmerzen bei der Betäubung. Das kann tatsächlich mal passieren, aber es ist immer lösbar. Und in dem Video erkläre ich dir, warum das passiert und wie man es denn als Behandler lösen kann. Ich bin Dr. Martin Hartmann und seit über 10 Jahren Oralchirurg, mache rein chirurgische Eingriffe, habe also tagtäglich Patienten am Stuhl sitzen, die extreme Angst davor haben, dass die Betäubung aufhört zu wirken, mitten im Eingriff. Und deswegen erkläre ich dir heute, was ich dann tue. Warum wirkt die Betäubung denn manchmal nicht? Dafür gibt es eigentlich 2 Hauptgründe. Grund Nummer 1, es ist die unterschiedliche Anatomie eines jeden Patienten. Das heißt, das Depot, was wir setzen, also die Spritze, das Lokalanästhetikum, ist unter Umständen nicht an genau der Stelle, wo es wirken soll. Das ist ganz klassisch im Unterkiefer. Da wird ja eigentlich die gesamte Seite betäubt. Und es gibt hinten eine Stelle, an die wir Zahnärzte das lokale Betäubungsmittel einspritzen. Und diese Stelle, die muss man eben ungefähr treffen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wirkt diese Betäubung nicht. Man spricht dann von Anästhesieversagern. Da jeder Mensch eben ein bisschen anders anatomisch aufgebaut ist, kann man das auch gar nicht verhindern, weil wir haben ja keinen Röntgenblick. Ich spritze da zum Beispiel nicht nur genau an eine Stelle, sondern ich verteile mein Depot über eine gewisse Fläche, sodass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass sich diese Stelle, wo das eben wirken muss, das ist ein Loch im Unterkiefer im Prinzip, wo der Nerv eintritt. Diese Stelle genau muss man erwischen. Wenn das die Anatomie aber nicht das Problem ist, kann es auch manchmal sein, das ist jetzt Grund Nummer 2 und das ist der viel häufigere Grund, dass das Gebiet, in dem man jetzt den zahnärztlichen Eingriff durchführt, zum Beispiel eine Zahnextraktion, entzündet ist. Zähne müssen entfernt werden, zum Beispiel aufgrund von Parodontitis, Abszessen, also Eiteransammlung. Und wenn da also akut dieses Gebiet entzündet ist, dann wird das lokale Anästhetikum inaktiviert. Das ist absolut normal und passiert leider. Und das ist der mitunter häufigste Grund, warum Patienten beim Eingriff manchmal Schmerzen spüren oder sagen, die Betäubung wirkt nicht. Und jetzt will ich dir auf jeden Fall die Angst nehmen, weil es kann sein, dass es weh tut. Dann musst du als Patient das einfach kommunizieren und sagen, okay, warte mal, hier tut mir was weh. Nicht bitte verwechseln mit dem Druck. Den nimmt die lokale Betäubung nicht. Aber Schmerzen oder Stechen sollte es nicht sein. Wenn du das jetzt kommunizierst mit deinem Behandler, dann registriert er das und dann kann man diese Situation nahezu immer lösen. Wie lösen wir jetzt diese Situation? Entweder wir betäuben zusätzlich nochmal und zwar, wenn jetzt zum Beispiel das Depot nicht an der richtigen Stelle war, des lokalen Anästhetikums, dann gibt es andere weitere Techniken, um den betroffenen Bereich zu betäuben und zwar den Zahn direkt zu betäuben, also in den parodontalen Spalt nennt man das. Also das ist der Spalt zwischen Zahn und Knochen oder Zahn und Zahnfleisch. Wenn man den also betäubt, intraligamentär nennt sich das im Fachbegriff. Oder man spritzt eben nochmal neben den Zahn. Zum Beispiel bei einer Wurzelspitzenresektion mache ich es oft so, dass ich die Entzündung erst freilege, die Entzündung, die an der Wurzelspitze ist, und dann mit der Spritze nochmal in die Entzündung selber anästhesiere. Auch das wirkt häufig. Also wir Zahnärzte haben mehrere Techniken, um den Bereich zu betäuben und die können wir auch alle ausschöpfen. Jetzt ist es natürlich irgendwann so, dass die lokale Betäubung, wir dürfen davon nur begrenzt einspritzen. Die Menge, die kann irgendwann zu einer Intoxikation führen. Das heißt, jetzt sagen wir mal wirklich der extreme Fall tritt ein, dass ich einen extrem entzündeten Zahn ziehen möchte. Aber der Patient, der merkt einfach die ganze Zeit noch was und sagt, es geht jetzt nicht weiter. Was mache ich dann? Dann muss man die Entzündung, die im Kiefer ist, vom akuten ins subakute Stadium überführen. Und das machen wir mit dem Antibiotikum. Das heißt, der Patient bekommt dann, wir unterbrechen den Eingriff tatsächlich. Das passiert, aber um es realistisch und mal dazu zu sagen, ganz, ganz, ganz selten. Das passiert vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Aber dann gibt es eben die Möglichkeit, ein Antibiotikum zu verabreichen. Dann warten wir ein paar Tage, die Entzündung ist jetzt subakut, wird durch das Antibiotikum unterdrückt und dann kann man nochmal neu einspritzen und dann den Zahn ohne Schmerzen entfernen. Und wenn du jetzt schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass bei dir die Betäubung nicht gewirkt hat, dann erklär das doch einfach deinem Zahnarzt im Vorgespräch und sag zu ihm, hören Sie mal, ich habe da schon öfter Probleme, bei mir wirkt die Betäubung immer nicht so gut. Dann planen wir Zahnärzte zum Beispiel 15, 20 Minuten länger ein. Es gibt unterschiedliche Betäubungsmittel. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Betäubungsmittel, in dem mehr Adrenalin enthalten ist als in dem anderen. Das heißt, wir können das schon ein bisschen steuern. Du musst das einfach nur deinem Zahnarzt kommunizieren.